Der Oktober läuft immer noch auf Hochtouren, aber so langsam geht er auch zu Ende. Aber keine Sorge, noch ist es nicht so weit und heute wird wieder fleißig gebastelt und sogar so richtig einfach. Ich nenne es Kitbashing Light. Das Maximum rausholen mit dem minimalsten Aufwand. Wir bauen nicht nur eine, sondern gleich beide Varianten aus einer Box. 2 Einheiten aus einer Verpackung. Looters und Burners oder Plünderer und Brenner, ganz ohne Umbauten und vielleicht auch ohne Stress. Einfach, orkig und effektiv. Und das Beste, es funktioniert wirklich. Willkommen in meiner Hobby-Ecke. Hier ist der Fez, kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren mit Freude im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Let's Fez! Dies ist also die Box der Looters oder Plünderer auf Deutsch. 5 Miniaturen, aber ich möchte 10 daraus machen. Aus dieser Box kann man eigentlich 5 Looters bauen. Oder eben 5 Burners. Entweder eine Einheit mit schweren Waffen oder eine Einheit mit Flammenwerfern. Ich will aber beide. Deswegen betreiben wir heute Kitbashing Light. Aber erstmal, was ist Kitbashing überhaupt? Wörtlich übersetzt heißt das sowas wie Bausätze zusammenwerfen. Man kombiniert also Teile aus verschiedenen Boxen, tauscht einzelne Bits, probiert ein bisschen rum und baut daraus eigene Modelle oder Varianten. Heute machen wir es uns einfach. Mein Fokus bzw. die Idee dahinter: minimaler Aufwand, orkigster Nutzen. Die Teile, die ich heute verwende, sind auch wie gemacht dafür. Darum Kitbashing Light. Denn eigentlich ist es ein No-Brainer. Ich selbst bin aber gar nicht auf die Idee gekommen. Die Idee stammt vom Old Big Mac. Auf seinem Channel The Red Ones Go Faster dreht sich zum Großteil alles um Orks. In einem neueren Video teilt er viele Weisheiten, wie man aus unterschiedlichen Ork-Sets das meiste rausholen kann. Link zu seinem Kanal und dem Video findet ihr auch unten in der Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Eine seiner Ideen war eben auch, wie man aus einer einzigen Looters-Box mehr rausholen kann. Mit ein paar zusätzlichen Körpern wäre es möglich, beide Einheiten zu bauen. Ohne zu magnetisieren, ohne umzubauen. Einfach 2 fertige Trupps, die man in die Schlacht schicken kann. Die Idee fand ich so super und das wollte ich dann auch einfach mal ausprobieren. Okay, super. Und woher bekommen wir die zusätzlichen Körper? Die holen wir uns in Form von 5 Beinen und 5 Oberkörpern aus der älteren Ork-Boys-Packung. Keine Sorge, die ältere Variante gibt's auch immer noch zu kaufen. Es gibt ja 2 Sets für Boys. Das alte Set, das in der Form vermutlich schon 20 Jahre auf dem Buckel hat, mit 11 Miniaturen, also einem Boss und 10 Boys im alten Bauschema, und das neuere Set mit 10 Miniaturen mit dynamischeren Posen und neuerem Bauschema. Für das angestrebte Kitbashing benötigen wir die ältere Variante, da diese auch aus der gleichen Zeit wie unsere Looters-Box stammt und die Teile dann ebenso mega krass kompatibel sind. Aber warum kaufen wir dann nicht einfach 2 Boxen mit Looters? Ja, stimmt, fairer Punkt. Dröseln wir das doch mal auf. Zunächst wäre das dann ein ziemlich langweiliges Video geworden. Spaß beiseite. Schauen wir uns mal die Fakten beider Varianten im Vergleich an. Variante 1, wir kaufen also zweimal die Box mit Looters bzw. Burners. Preislich wären das UVP 34,50 €, also 69 € total. Ich nehme hier die UVP zum Vergleich beider Varianten, woanders bekommt ihr natürlich Rabatt. Miniaturen haben wir dann in Summe 10 Orks. Aus einer Box machen wir Looters, aus einer Box machen wir Burners, wie gewünscht. Aus beiden Boxen bleibt dann aber jeweils ein Gussrahmen für schwere Waffen bzw. ein Gussrahmen für Flammenwerfer komplett übrig. Diese landen dann vermutlich in der Bitsbox und würden dann bei mir zumindest erstmal ein paar Jahre vor sich hinstauben oder auch niemals zum Einsatz kommen. Ist halt wirklich einer von 3 Gussrahmen pro Box nahezu komplett nutzlos. 1/3 Plastikteile, die einfach nur rumliegen. Variante 2, also die Variante, die ich im Video zeige, Kitbashing Light anhand der Idee vom Old Big Mac. Preislich wären das, wir haben eine Looters Box für 34,50 € und eine Ork Boys Box für 37 €. Die alte Box der Boys kostet übrigens weniger als die neue Box. Die neue Box mit 10 Orks drin kostet 45 €. In Summe kostet uns das also 71,50 €. Also erstmal 2,50 € mehr. Aber wir haben dann 16 Orks in Summe. 5 Orks aus der Looters Box und 11 Orks aus der Boys Box. 16 Orks. Also 6 Orks im Endeffekt mehr. Und die können wir für zukünftige Projekte wesentlich besser gebrauchen als einfach nur Waffenteile, finde ich. Wir könnten zum Beispiel direkt einen Boss und 5 weitere Boys bauen.
Old Big Mac hat in seinem Video aber auch direkt weitere Vorschläge. Ich sag nur Wrecker Crew. Aus der Looters Burners Box haben wir bei der Variante dann zumindest auch alles Sinnvolle verwendet. Das finde ich cool. Schauen wir uns die Gussrahmen mal genauer an. Hier sieht man die schweren Waffen für die Plünderer. Das sind allesamt sogenannte Killer Blaster. Sind also von den Werten her identisch, haben aber alle ein individuelles Design. Man hat also genug orgige Abwechslung. Auf dem Rahmen hat man dann auch die Haltebügel, Zielfernrohre und die benötigten Arme. Auf dem nächsten Gussrahmen befinden sich dann die Gitbrenner, also die Flammenwerfer. Auch die sind alle unterschiedlich gestaltet. Man hat hier dann auch noch so Kanister, die auf den Rücken geschnallt werden, die entsprechenden Arme und individuelle Köpfe für die Brenner. Der dritte und letzte Gussrahmen der Looters Box hat dann zum Beispiel die Teile für den Anführer der Einheit, den sogenannten Schrauber. Außerdem sind hier die Beine und Oberkörper drauf, jeweils 5 Stück. Ja, und hier sieht man den verrückten Kopf des Schraubers. Davon haben wir nur einen. Für den zweiten Schrauber müssen wir uns was einfallen lassen. Die Köpfe für die Brenner und für die Plünderer sind auch individuell. Hier nochmal die 4 Brennerköpfe mit den Schweißermasken und Brillen. Und hier die 4 Plündererköpfe. Auch in der Packung der Boys befinden sich 3 Gussrahmen. Davon sind 2 identisch. Von den beiden identischen Gussrahmen nehmen wir uns einen, da wir hiervon 5 Beine und 5 Oberkörper brauchen. Von den restlichen Teilen werden wir dann nicht wirklich was benötigen. Aber wir könnten ja schon mal schauen, ob wir noch einen Kopf für den zusätzlichen Schrauber finden. Oh, die sehen eher schon ziemlich basic aus, ist nichts dabei. Auf dem anderen Gussrahmen hier befinden sich dann besondere Teile für den Boss des Ork-Mobs, andere Oberkörper für zum Beispiel einen Träger von einer fetten Wumme, ein besonders muskulöser Oberkörper für den Boss selbst und ja, auch zusätzliche Köpfe. Ja, und so ein Kopf hier mit so einem extra Zielvisier ist doch ein perfekter Kandidat für einen zusätzlichen Schrauber. Aber jetzt schalten wir doch erstmal wieder Mega Warp Speed ein. Wie ein braver Macboy habe ich erstmal in die Anleitung geschaut. Da bei den älteren Bausätzen viele Dinge irgendwie variabler waren, ist die Anleitung bzw. auch eher das Suchen der benötigten Teile viel einfacher als bei neueren Bausätzen. Zumindest geht es mir so. Wie immer habe ich dann auch erstmal die Bases magnetisiert. Damit habe ich erst vor ca. 3-4 Jahren angefangen, als ich mir mal einheitliche Aufbewahrungsboxen zugelegt habe. In die Boxen habe ich dann Magnetfolie unten reingeklebt und in Kombination mit den magnetisierten Bases stehen die Miniaturen da einfach sicher in den Boxen drin. Ich kann die ohne Bedenken transportieren, bewegen, aus dem Schrank rausräumen und wieder reinräumen, ohne dass die Miniaturen da wild darin rumfliegen, auch irgendwas kaputt geht, abbricht etc. Naja, außer bei 2-3 Boxen, bei denen habe ich mal selbstklebende Magnetfolie getestet. Und ja, die Folie war zwar nicht wirklich billiger, dafür aber sauberer und schneller beim Verarbeiten, also hat auch positive Aspekte. Aber es bringt halt nichts, wenn die Folie kaum magnetisch ist, beziehungsweise auch nicht stark genug ist, um die Miniaturen an Ort und Stelle zu halten. Wie auch immer, magnetisierte Bases und Boxen finde ich einfach mega praktisch. Das ist immer so der erste Schritt, wenn ich neue Minis baue, erstmal die Bases magnetisieren. Und während ich nun über Magnete philosophiert habe, hat der Vergangenheitsfez schon mal fleißig alle benötigten Beinpaare rausgeknipst und auch entgratet. Dann habe ich mal einen Blick in den Kodex geworfen hinsichtlich der Ausrüstungsoption, gerade für die beiden Schrauber, die wir als Anführer bauen. Ein Schrauber hat zunächst im Standard erstmal eine Handwaffe für den Nahkampf und eine fette Wumme. Man kann die fette Wumme aber auch mit einem aufgemotzten Mega-Blaster oder einer Bazooka ersetzen. Hab mir dann auch mal die Werte angeschaut. Beide Varianten haben Stärke 9, Durchschlag -2, gleiche Reichweite. Bazooka ist eine Explosivwaffe, W3-Attacken, also 1 bis 3 Attacken, mit jeweils 3 Schadenspunkten. Also von 3 bis 9 Schaden maximal. Der aufgemotzte Mega-Blaster hat 3 Attacken, aber mit jeweils W6 Schaden. Also sind 3 bis 18 Schadenspunkte maximal möglich. Mächtiger Badabum. Die Waffe hat aber auch noch eine Sonderregel, riskant. Das gute Teil kann also mitsamt dem Träger in einem großen Knall grandios in die Luft fliegen. Muss ich haben. Perfekte Wahl für Orks. Zumindest einen Schrauber wollte ich damit ausstatten. Für den zweiten Schrauber hatte ich die Option ja dann nicht mehr. Außer ich hätte mir noch einen Mega Blaster selbst irgendwie zusammengebastelt.
Aber ich wollte ja Kitbashing Light. Also bekommt der andere Schrauber eine Bazooka. Auch gut. Dann habe ich mich erstmal um die Oberkörper gekümmert. Die 5 Oberkörper aus der Looters-Box sind alle aus meiner Sicht gleich groß. Ein Oberkörper hat so ein kleines Loch im Rücken, eben für diese Anführerstange, also den Boss Pole. Das ist dann der Oberkörper für den ersten Schrauber. Die anderen 5 Oberkörper nehme ich aus der Boys Box. Da der offizielle, in Anführungszeichen, Oberkörper des Schraubers gar nicht so mega muskulös ist, also kein Knob-Body hat, habe ich für den zweiten Schrauber dann auch einfach einen normalen Boys-Oberkörper genommen. Die Stange mit dem Schraubersymbol kann man auch ohne das Loch im Rücken irgendwie anbringen. Dann habe ich mir mal alle Oberkörper- und Beinvarianten ordentlich zurechtgelegt. Dabei ist mir dann auch aufgefallen, dass viele der Varianten der Looters-Box genauso auch in der Boys-Box drin sind. Die Packungen waren in diesem Bauschema eben echt alle untereinander austauschbar. Ich wollte dann später auf jeden Fall darauf achten, dass in beiden Einheiten dann unterschiedliche Beine und Oberkörper verbaut werden für die maximale Varianz. Ob das einem wirklich so mega auffallen würde, ist die andere Sache, weiß ich nicht. Aber mein innerer Monk hat es gebraucht. Als nächstes habe ich dann schon mal die Beine und die Oberkörper für die beiden Schrauber zusammengeklebt und dann kommt es da auch nicht mehr zu Verwechslungen. Im nächsten Schritt dann direkt den Mega Blaster mit dazugehörigem Arm rausgeknipst und gesäubert. Weiter geht's mit der Bazooka und dann war ich irgendwie ratlos. Denn der notwendige Arm, der in der Looters-Anleitung abgebildet war, befand sich auf keinem Gussrahmen der Looters-Box. Ich erinnerte mich, dass in der Boys-Box auch eine Bazooka drin war, die zu der aus der Looters-Box auch identisch ist. Und siehe da, dort fand ich auch den benötigten Arm. Echt seltsam. Das heißt, wenn man nur die Looters-Box hat, kann man den Schrauber gar nicht ohne weiteres eine Bazooka geben, weil der Arm in der Box einfach nicht vorhanden ist. Auch das zeigt mir wieder, dass die beiden Boxen wie füreinander erschaffen wurden. Die Waffen der Schrauber waren also erstmal vorhanden, Köpfe sollten die dann aber auch noch haben. Einmal den Schrauberkopf aus der Looters-Box, einmal den Kopf aus dem Nobrahmen der Boys-Box mit der extra Zielvorrichtung. Bei den Looters sind 2 Rucksäcke dabei, ein spezieller mit integriertem Boss-Pole mit Schraubersymbol und Werkzeugen und einer mit einem Ammo-Grot, der im Rucksack sitzt und Munitionsgürtel bereithält. Den nehme ich dann auch mal als Rucksack für den zweiten Schrauber mit der Bazooka. Auch wenn das von der Munition her wenig Sinn macht, aber das ist Ork-Logik. Auf dem Gussrahmen des Schraubers ist noch ein weiteres metallisches Knochenkreuz. Das wäre das Symbol für den zweiten Schrauber. Die entsprechende Stange dafür nehme ich dann vom Boys-Gussrahmen. Da gibt es ja 2 unterschiedliche für den Boss und eine davon leihe ich mir einfach aus. Das vorhandene Symbol an der Stange knipse ich ab und klebe dann das Schraubersymbol dran. Die Freiräume fülle ich dann noch mit Liquid Green Stuff, damit alles schön sauber hält und gut angemalt werden kann. Ja, und dann habe ich die ganzen Teile der beiden Schrauber zusammengeklebt, Waffen dran, Köpfe, Rucksäcke und ratzifatzi waren die beiden Anführer meiner 2 Einheiten also schon mal soweit fertig gebaut. Für den weiteren Zusammenbau der Plünderer und Brenner aktivieren wir nochmal etwas Warp Speed und ich schneide da auch mal einiges raus. Im Detail ist das auch nicht mega spannend anzuschauen. Ich knipse mir alle benötigten Teile nach und nach raus, säubere die Bauteile und klebe sie dann zusammen. Klingt brutal einfach, oder? Ich kann jedoch sagen, dass der Zusammenbau der Waffen in diesem Set bzw. die korrekte Anbringung an die Körper das schon herausfordernd war. Und das ist noch freundlich ausgedrückt. Ganz ehrlich, ich musste nach diesem Set ein paar neuere Ork-Modelle bauen, um nicht durchzudrehen. Teilweise ist das heutzutage mit neueren Miniaturen so viel weniger Gefuddel. Naja. Die Waffen der Plünderer bestehen jedenfalls meist aus 3 bis 4 Teilen. Die Waffe mit einem Arm, der mittlere Bügel und der linke Arm. Gemäß Anleitung klebt man die also alle erstmal fröhlich zusammen und dann stülpt man das Gerüst über den Oberkörper. Ich rate jedoch dazu, nicht erst alle Waffen zu bauen und zu warten, bis der Kleber trocken ist, sondern das entsprechende Waffengestell über den Oberkörper zu stülpen und zu befestigen, solange man noch etwas Spielraum zwischen den Teilen hat. Manchmal war das echt eng und es hat nicht immer so einfach geklappt, das Waffengestell über den Körper zu stülpen. Im Wesentlichen war das aber auch eher als Übung anzusehen und noch nicht die große Herausforderung. Denn bei den Burners war es noch lustiger. Dazu gleich mehr. Nachdem ich jedenfalls bei allen 4 Plünderers die Waffen erledigt hatte, ging es daran, die Köpfe anzubringen. Auch hier gab es ein paar kleinere Herausforderungen,
denn teilweise haben manche Köpfe nicht mit manchen Waffen gepasst. Je nach Helm und Waffe war einfach zu wenig Platz. Mit etwas Rumprobieren ist es mir aber gelungen, jedem Plünderer einen passenden Kopf zuzuweisen. Anschließend habe ich dann noch die Zielkreuzer an den Waffen angebracht, in der Hoffnung, dass die Boys in Zukunft auch was treffen werden und sich der Aufwand irgendwie gelohnt hat. Zum Glück wusste ich zum damaligen Zeitpunkt noch nicht, dass es erst mit den Waffen der Brenner so richtig spannend werden würde. Man hat einen Kanister, der später auf den Rücken kommt. Obendrauf klebt man dann die Deckel, an denen diese Waffengürtel angebracht sind. Die Kanister und Deckel konnte man frei miteinander kombinieren. Dieses Konstrukt, so sprach die Anleitung, sollte man dann schon mal an den Oberkörper kleben. Macht das nicht. Es kommen ja noch die Waffen dazu. An jeder Waffe hängt schon mal der rechte Arm mit dran und ein Schlauch. Der linke Arm ist dann auch ein weiteres separates Teil und hat dann auch die linke Hand inklusive Waffenhalterung dran. Man hat also den Ork-Körper, den Treibstoffkanister mit Gurten, den rechten Arm mit Waffe und Schlauch und den linken Arm mit Waffenhalterung. Der Treibstoffkanister muss also auf den Rücken. Dabei kommen die zwei Waffengurte an die Halterung des Flammenwerfers. Gleichzeitig befestigt man den rechten Arm am Oberkörper, ohne dass man 20 Meter Abstand zwischen Körper und Arm hat. Schaut dabei aber auch noch, dass der Schlauch des Flammenwerfers in das Endstück des Treibstoffkanisters einrastet, während man die Waffengurte des Kanisters nicht aus dem Flammenwerfer rauszieht, und dabei muss man dann nur noch den linken Arm mit der Waffenhalterung in den Flammenwerfer drücken und den Arm am Oberkörper befestigen. Das klingt anstrengend. Und das war es auch. Ich weiß nicht, wie man das ordentlich hätte hinbekommen sollen, wenn die Teile schon komplett angetrocknet sind. Mit halb angetrockneten Teilen hatte man immerhin noch Möglichkeiten nachzujustieren. Und das war auch bitter notwendig. Gefühlt jonglierte ich mit 20 Teilen gleichzeitig und es fühlte sich an, als ob meine Finger verknotet wären. Sobald der Schlauch im Endstück des Kanisters war, hatte der rechte Arm einen großen Schwall zum Körper. Sobald der Arm wieder gut positioniert war, hingen die Waffengurte in der Luft statt an der Waffe. Und der Schlauch war sowieso wieder woanders. Herrlich. Ein Spektakel. Wäre dies mein erstes Bauerlebnis mit Warhammer-Miniaturen gewesen, wäre das Hobby damit für mich vermutlich erledigt gewesen. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass der Bausatz nicht so viele Albträume verursacht wie die Necron-Albträume. Denn da hatte man zusätzlich auch immer noch die Angst, ständig was abzubrechen. Aber hey, ich habe es gemeistert und die Minis einigermaßen korrekt zusammengebaut. Puh. Bevor es ans Grundieren ging, habe ich deshalb Zen von Vallejo auf die Bases aufgetragen und erstmal antrocknen lassen. Danach habe ich jede Miniatur nochmal kontrolliert und alle Lücken und Spalte, die ich gefunden habe, mit Liquid Green Stuff gefüllt und zugespachtelt. Teilweise waren die Lücken schlimm, teilweise nur halb so schlimm wie erwartet. Und natürlich habe ich am Ende auch Lücken trotz akribischer Suche übersehen. Tja. Zu guter Letzt wurden die Minis grundiert. Hierfür habe ich 3 verschiedene Sprühgrundierungen verwendet. Zunächst erstmal alles mit Schwarz grundiert. Und dann habe ich mit einem dunklen Rot von Army Painter bei den Plünderers von hinten angesprüht und auch auf die Waffe drauf. Und bei den Burners habe ich eher die Vorderseite und den linken Arm rot angesprüht, also ausgehend von der Hitzequelle des Flammenwerfers. Bei beiden Einheiten dann noch von oben ein graues Highlight aufgesprüht. Die Miniaturen sind zwar noch lange nicht fertig bemalt, aber ich glaube, dass die unterschiedlichen Farben der Grundierung den von mir gewünschten Effekt schon ganz gut transportieren. Vor allem bei den Burner Boys kommt die Hitze der Flammenwerfer schon mal gut rüber, finde ich. Ich blende da mal noch ein paar Eindrücke zum aktuellen Status der Bemalung ein. Ja, aber damit ist das Video erstmal soweit erledigt. Soll ja kein Bemalvideo sein, sondern es ging mir ja hauptsächlich um das Bauen bzw. um Kitbashing Light. Ich würde mal sagen, Ziel erreicht. Die Idee vom Old Big Mac hat funktioniert und ich konnte mit einfachen Schritten sowohl die Looters als auch die Burners aus einer einzigen Box bauen. Das Kitbashing Light Projekt war an der Stelle auch überhaupt kein Problem. Der etwas hakelige Zusammenbau, vor allem bei den Burners, hatte ja nichts direkt mit der Umsetzung der Idee zu tun, sondern liegt eben generell an der Bauweise dieser Miniaturen. Ich bin jedenfalls froh, nun sowohl schwere Waffen als auch eine Einheit mit Flammenwerfern in die Horde integrieren zu können. Und so sehr ich doch beim Zusammenbau der Burners geflucht habe,
so sehr haben sie mich bereits beim Bemalen dafür entschädigt. Ja, und ihr wisst, was nun noch kommt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Like da. Gerade als kleiner Hobbykanal ist das sehr wichtig und eine große Motivation. Wenn ihr mehr aus der Hobby-Ecke sehen wollt, lasst auch ein Abo da und vergesst nicht fleißig zu kommentieren. Ich freue mich immer auf eure Meinungen, Tipps und Ratschläge. Ihr könnt natürlich aber auch einfach kommentieren, ob euch das Video gefallen hat oder was ihr verbessern würdet. Nun blende ich mal noch meine riesige Liste treuer Patreons ein und bedanke mich hier nochmals recht herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die Unterstützung. So, nun ist's aber gut für heute. Euch eine gute Zeit, viel Spaß beim Hobby und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.